Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute wie versprochen das Video zum neuen Dungeon oder besser gesagt zu den neuen hinzugefügten Dungeon-Etagen. Ja, im 13. Stock. Wir werden versuchen, so weit wie möglich heute hier zu kommen. Und ich wollte nochmal eine Info ankündigen, und zwar diesen Freitag, ja, am 26. Da werden wir livestreamen. Da habe ich zufällig frei und da können wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen, Livestream, sag ich mal. Und ich würde so um 16 Uhr etwa anpeilen. Also falls ihr da Zeit habt, schaut da gerne mal vorbei. Und dann werden wir ein bisschen Shakes and Fidget zocken. Des Weiteren mit den neuen Änderungen zum Thema auch hier Runen tauschen und sowas. Besteht für mich die Option wieder, Epic Event zu spielen, weil ich hatte ja dagegen mehr oder weniger so ein bisschen rebelliert, ein weiteres Epic Event zu spielen, wenn das so absurd teuer ist oder so teuer bleiben soll, wie es bisher war. Und diesen Runentausch, das ermöglicht mir jetzt persönlich für ein bisschen weniger Pilze oder deutlich weniger Pilze. Klar, man muss am Ende des Tages mehr Pilze ausgeben, als man eigentlich wollte. So, ne, ist klar. Aber auf jeden Fall deutlich weniger als wie es davor der Fall gewesen ist. Und deswegen für mich ganz gut, dass ich gewartet habe, bis das Update da ist. Und das heißt im Umkehrschluss, wir werden auch wieder Epic Event spielen und werden ein paar Sachen austauschen. Ja, nicht alle Sachen, aber ein paar Sachen, und wir werden es so machen, ja, ich weiß nicht ganz genau, die schlechtesten Sachen, hier zum Beispiel die Handschuhe müssen unbedingt, die normalen Schuhe müssen erneuert werden, das Teil hier müsste auch vielleicht erneuert werden, und ja, das sind glaube ich so die 3 Items, die am schlechtesten jetzt sind. Und dann werden wir im normalen Laden gucken, ja, zum Beispiel hier nach Schuhen und sehen, aha, die haben irgendwie eine geile Rune und so drauf denn. Und dann werden wir das dann umtauschen, ja, gegen das, was uns denn halt gefällt und das, was wir wollen. So, Lebensenergie wäre natürlich das Beste. Ja, das peile ich auf jeden Fall so an für mein neues PvP-Equipment, was man jetzt deutlich günstiger erwerben kann als vorher. So, nichtsdestotrotz, bevor wir uns die neuen Items holen, warten wir natürlich, bis das Epic Event da ist, und holen uns das natürlich nicht jetzt. Das heißt, wir müssen noch warten bis zum nächsten Wochenende. Ja, trotzdem werde ich versuchen, mit meinem aktuellen Equipment so weit wie möglich in den neuesten Dungeon-Etagen zu kommen, ja, und deswegen werden wir mal schauen, was so möglich sein wird. Wir skillen noch ein bisschen, ich will hier bis auf 15.000 Basis hochkommen. Ja, das habe ich fast erreicht. Das werde ich diese Woche auf jeden Fall erreichen. Und dann werde ich wieder auf Intelligenz weiter skillen. Und wir gucken mal. Der 13. Stock. Teuflische Tesi ist hier der erste Gegner. Du hast es geschafft. Der Dungeon ist gesäubert. Doch was ist das? Gibt es im Gebäude etwa einen zweiten Flügel? Sofort will dir jemand mit 2 Flügeln Feuer geben. Kannst du Tesi das Wasser reichen? Ja, ich weiß noch nicht mal, ob Neptun Tesi das Wasser reichen kann. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht müssten wir da auch den ein oder anderen Butler vielleicht Bescheid geben, dass der uns vielleicht auch das Wasser reichen kann, falls er es denn dazu in der Lage ist. Genug rumgelabert. 4 drücken. Oh, okay. Tesi, das war jetzt aber also gut, anscheinend ist Tesi die mir denn das Wasser reichen müsste, ja. Und darauf meine ich, da bin ich auf das Getränk bezogen. So, wir haben natürlich jetzt zum Geburtstagsevent, kann man jetzt wieder die tollen Geburtstags-Epics finden. Das ist sehr, sehr nice, freut mich sehr, und das sind meiner Meinung nach auch sehr, sehr coole Items, ja. Nur leider jetzt ein bisschen unterlevelt, natürlich, ganz klar, weil das ist jetzt das erste von dem, wir müssen jetzt erstmal von hinten aufräumen sozusagen, ja. Können wir eigentlich in die Toilette oder verkaufen sogar? Ist der Skillpunkt vielleicht besser? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Toilette? Ich mache mal Toilette. Scheiß drauf, ja. So, Geschick. Jetzt können wir das zerlegen. Und haben jetzt wieder ein bisschen Platz im Inventar. So, wir haben ja auch noch die Schatztruhe. Da habe ich aber jetzt meine ganzen normalen Sachen aufbewahrt, bis die mal bei der Hexe rankommen, damit ich hier so ein bisschen den Platz nutzen kann als passive Geldanlage sozusagen, ja. Wenn nicht, müssen wir da ein bisschen aufräumen, falls wir den Platz nicht mehr haben für weitere Epics. So, jetzt kommt hier Peter, der miese Peter. Ja,
unglaublich. Das war knapp. Du schleichst den Flur entlang. Jetzt bloß keine Aufmerksamkeit mehr erregen. Ganz langsam öffnest du eine Bürotür, als dich ein übel gelaunter Todestester durch 2 Megafone anschreit. Ich würde gerne mal wissen, wie das da vor Ort aussieht und wie es da zur Sache geht ja, was mit diesen ganzen Anspielungen da gemeint ist. Level 420, der miese Peter wie ein umgedrehter Pete-Mieser und wir greifen an. One-Hit, Wanda, zack, wieder ein Item, ja, alle Attribute, gehen wir nicht weiter drauf ein, wir machen weiter. Der 13. Stock, wir sind jetzt tatsächlich im 13. Stock, ja, also 13 von 20 sozusagen. Mal gucken, wen wir hier erwarten. Gerd, der Gefallene. Deine Ohren klingeln noch, während du dir Gedanken über den neuen Look der Remastered-Version machst. Da würdest du schon gerne mal 1, 2 Dinge ansprechen. Gerd nimmt deine Tipps bestimmt gerne entgegen, nachdem er dir mit seiner Axt-Gitarre 1 übergezogen hat. Gerd, der Gefallene, haben wir hier. Wir drücken auf Kämpfen. Und wieder First Hit, ja, und haben ein weiteres Epic. Wir kommen langsam ein bisschen näher von den Stats, aber ja, ich finde es auch nice, wie die ganzen Dungeons miteinander zusammenhängen. Heißt, wir schleichen uns an einen Gegner vorbei und dann dröhnen uns die Ohren, weil wir von dem Megafon zugeblasen worden sind und dann erholen wir uns langsam und sind beim nächsten Gegner. Und jetzt sind wir hier bei Leander, der Anzügliche. Grüße gehen raus an Leander, ja, schöne Grüße. Und ja, auch ein Supporter von Shakes & Fidget natürlich, man kennt ihn. Nach dieser musikalischen Zwangsfortbildung fällt ein Blick auf eine angekokelte Schriftrolle. Dort steht dringend übersetzen bis gestern. Du fragst dich, was es damit auf sich hat, als der Magister der Lügen vor dich tritt, um dir das Blaue vom Himmel, von der Hölle zu erzählen. Ja, wir werden mal gucken, was der Leander drauf hat, ob er einen Hit von uns überleben wird oder ob er wie seine Vorgänger auch ja, One-Hit sein wird. Das werden wir jetzt herausfinden, aber ich denke mal, Leanderchen wird hier noch ein ja, leichtes Hindernis sein. Wir drücken auf Kämpfen und ja, was soll ich dazu sagen? Ja, man kennt es nicht anders. So schnell wie der Leander da war, so schnell ist er auch wieder weg. Und wir haben Stufe 518 erreicht, ja. Und wir brauchen unsere Begleiter nicht mehr leveln, weil sie automatisch mit leveln. Ja, das ist ziemlich cool. Und wir nehmen die Quest an, zack. Das heißt, wir sparen uns jetzt jedes Level halt wirklich 30 Millionen Gold. Das sind wieder 3 Skillpunkte mehr, das ist nice. So, wir sind bei 15 von 20. So, da haben wir Hanna die Höllische, ja. Achso, bevor ich noch nachgucken wollte, ich hatte auf S41 nachgefragt, wie weit die Leute sind. Ich hatte hier geschrieben gehabt, werde mal schauen, wie weit ich auf meinen Main komme. 17 von 20 war hier einer, auf W7 haben ihn die ersten bei uns schon durch, okay. Ja, bin 450 mit sehr altem Equipment ohne Ruhen. Wäre nett, wenn du die fehlenden 3 Gegner im Screenshot-Channel bei uns im Discord. Achso, mache ich. Okay, alles klar. Ich habe aber den Dorzer gefragt, der muss sich noch seinen Kaffee verdienen. Okay, ja, Grüße gehen natürlich auch raus, falls ihr das sehen solltet. Ja, ziemlich interessant. Coole Gilde hier übrigens immer noch. Welten im Wandel feiere ich sehr, sehr aktiv auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht immer ganz so chataktiv mit dabei sein kann, aber ich freue mich trotzdem immer mal mit dabei zu sein. Hanna die Höllische haben wir hier. Organisation ist alles, was jeder von zu Hause, aus der Schule oder von der Arbeit kennt, stimmt umso mehr für die Hölle, denn dort geht es wirklich chaotisch zu. Gut, dass die Schwester von Helgor den Höllischen hier Abhilfe schafft, wobei sie nicht wirklich die Schwester ist, sondern die Leidensschwester. Kämpfen, let's go, 450, First Hit, haben wir weggesteckt, ganz easy peasy. Die Edelsteine will ich mir ganz gerne noch aufbewahren tatsächlich, weil ich ja vorhabe, neue Items zu kriegen und diesbezüglich würde ich ganz gerne schon ein paar Sachen bereithalten, ja, deswegen spare ich mir gerade momentan ein paar Edelsteine. So, wir haben hier jetzt Alex, der Abtrünnige, ja, die Organisation sollen die selbst machen, denkst du dir und betrittst die völlig
Was? Die völlig zerstörte Küche. Zum Glück ist sie leer. Doch was ist das? Backt hier jemand eine Pizza auf? Weit gefehlt. Da hat sich jemand im 200 Grad heißen Backofen versteckt. Eine Pizza ist für 2 zu wenig, also wirst du um dein Essen kämpfen müssen. Digga, diese Storys dazu, ne? Die sind halt wahrscheinlich, ja, die sind ja nicht ausgedacht, die sind halt wirklich mal irgendwie mehr oder weniger passiert. Und das finde ich so geil, dass sie das so ins Spiel hier einfügen. Das ist echt, ja, das macht den Ganzen noch, gibt den Ganzen noch ein bisschen mehr Charme. So. Alex, der Abtrünnige, ist der Erste, der hier einen Hit von mir überlebt. Wir haben ihn aber trotzdem zur Strecke gebracht, ja. Und wir machen gleich weiter mit Jan, der Hacker oder Hacker. Jan, der Hacker. Gesättigt machst du dich auf die Suche. Anscheinend wir haben ihn ja jetzt besiegt und haben uns die Pizza verdient, ne? Nach Antworten, es scheint, als kämen für jeden Gegner, den du besiegst, 3 neue. Das ist wie bei der Hydra. Das sollte doch nur in schäbigen Fantasy-Romanen so sein. Du gehst ein paar Schritte, da rauscht eine Spitzhacke an dir vorbei und bleibt zitternd in der Wand stecken. Jan, der Hacker. Der Hacker. So. Auch wieder First Hit jetzt wieder. Die Items immer noch, ja, ziemlich bad, aber ist jetzt alle Attribute. Wahrscheinlich bei den Dreier-Epics werden wir schon so langsam ein bisschen aktueller. Dann haben wir jetzt als nächsten hier Peter, der Vierhändige. Ja, würde ich mal auch gerne wissen, wahrscheinlich, weil er so schnell tippen kann oder so viele Sachen gleichzeitig machen kann. Ein leises Klackern, ja, die Tastatur, lenkt deine Aufmerksamkeit auf sich. Du folgst dem Geräusch, das immer lauter wird. An einem brennenden Computer sitzt eine Art Kobold, wobei könnte es ein Codebold sein? Im 20-Finger-System entstehen hier jede Menge neue Features. Plötzlich hört er dich und vertippt sich prompt. Das ist nur deine Schuld. Ja, also wieder die Fronts von Player Games an die Community. Die sind schwer damit beschäftigt, neue Features in das Spiel einzufügen. Und dann kommt auf einmal die Community durch die Tür und dann vertippt sich hier der Peter. Und deswegen werden die Updates so buggy und mit Fehlern versehen. Das ist eigentlich nur unsere Schuld. Da wissen wir Bescheid. Peter, dafür gibt's jetzt auf die Nase, ja. Im Namen der Community habe ich mich gerächt, ja, und haben den Peter jetzt hier zur Strecke gebracht. So, mal gucken, jetzt wird es langsam wirklich sehr knapp hier. Der kostet nur 2 Mille, weg mit dem. Nehmen wir mal so dahin. Haben wir hier noch irgendwie einen schlechten Edelstein, der weg kann hier? Ja, du kannst weg. Ja, und dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz im Inventar. Nehmen noch schnell eine Quest an. Zack. Und nehmen hier, zack, so, bam. Jetzt sind wir bei 19 von 20. Und da haben wir, Alter, wie klein. The Artist formerly known as Andreas. Sehr klein geschrieben, aber ist auch bei dem langen Namen nicht anders möglich. Stufe 490. Es ist nichts passiert, was man nicht mit etwas Farbe überdecken könnte. Aber wo findet man in der Hölle einen guten Maler? Wie gerufen, taucht ein kleiner Mann mit Pinsel vor dir auf. Doch nein, das kann nicht sein. Er steckt sie zwischen seine Finger wie eine Kralle und geht auf dich los. Alter, der ist ja bösartig. Nimmt hier einfach so einen Pinsel und will uns anmalen. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Deswegen müssen wir ihn jetzt hier zur Strecke bringen. Zack. Was? Bitte was? Andreas? Andreas, was war das jetzt, bitteschön? Das kann ja wohl jetzt nicht... Andreas? Halt, stopp! Jetzt reicht es! Hallo, Nein, nein, jetzt red ich! Lässt du das mal jetzt bitte sein? Also das... Jetzt... Also... Das war ja jetzt ein bisschen komisch. Ja, Stufe 519 haben wir erreicht. Also Andreas, also ich bitte dich. Oh, -1. Ja, sind ja fast gut die Items. Ja, der Andreas hat uns mal kurz hier ins Schwanken gebracht, aber wir lassen uns nicht von unserem weiteren Weg abbringen und kommen zum letzten Gegner im 13. Stock, Etage 20 von 20 und dahinter haben wir hier den Marvin, der Marv, das kleine Übel, Stufe 500. Ein sehr cool designter Gegner, erinnert sehr an das Original, an Marvin Clifford, ja, habe ich ja schon vorher gesagt, sehr, sehr cool, als wir die Gegner uns angeschaut haben. Sehr, sehr nice auf jeden Fall und
ist einfach cool. Ja, und jetzt auch der Marvin hier auch als Dungeon-Gegner verewigt, ist doch nice einfach. Ist doch eine schöne Sache. Du betrittst das allerletzte Büro und darin schwebt der Endgegner. Fürst der Finsternis, Herzog der Hölle, Herr der Habgier, Herrführer des Hades, Erzdämon des Elends, Vorbote der Verdammnis, Vizekönig der Versehrten, Stimme Satans. Digga. Also wenn ihr Marvin kennen würdet, ne, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber wenn ihr ihn mal in den Streams oder in Videos oder irgendwo mal erlebt habt, Marvin ist so ein höflicher, netter Mensch, so knuddelig, so süß, den will man einfach nur zerdrücken, ja? Und dann ist hier so ein Text dazu, Alter. Digga, also es ist halt wirklich, ist sehr, sehr nice, muss ich sagen. Tuchsitz des Teufels, aber seine Freunde nennen ihn einfach nur Marv. Ja? Und wir greifen den Marv einfach mal an und werden schauen, okay, gut, dann hat sich das damit an der Stelle auch erledigt, würde ich mal sagen, ja. Und damit sind wir tatsächlich auch mit der Lichtwelt durch. Wir haben es geschafft, wir haben die komplette Lichtwelt einfach mal so besiegt. Ja, heftig. Und wir haben auch den 13. Stock somit gecleart, aufgeräumt, beseitigt. Alle Mitarbeiter von Playa sind jetzt in, sag ich mal, ich sag mal, die schwimmen jetzt bei den Fischen, ja. Und deswegen, ja, tut mir natürlich leid, jetzt können wir keine weiteren Updates mehr erwarten, wenn wenn das komplette Playa-Team jetzt von mir jetzt einfach mal so ausgelöscht worden ist, ne? Aber ich hoffe, ihr seid mir da nicht allzu böse. Ja, die haben angefangen. Wollte ich nur mal dazu sagen. Ja, die haben angefangen. So, ja, wir haben es geschafft. Und das war unser letztes Item. Sogar ein bisschen besser, aber es ist immer noch unter unserem Niveau. Wir finden deutlich, deutlich bessere Items. Und das werden wir beim Epic-Event auch unter Beweis stellen. Da werden wir uns neue Schuhe gönnen, auf jeden Fall. Neue Yeezys müssen her. So, und deswegen würde ich mal sagen, die Schattenwelt davon werden wir uns im morgigen Video dann zu Gemüte führen und werden schauen, wie weit wir da denn kommen werden. Ja, weil jetzt geht das Video schon, glaube ich, über 17 Minuten oder so. Ich will euch da auch nicht zu lange irgendwie hier voll labern. Morgen geht es auf jeden Fall weiter. Wir haben den kompletten Dungeon in der Lichtwelt geschafft und das soll es dann erstmal soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.